Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report auf der kapverdischen Insel Boa Vista und am besten Surfspot auf der Insel, nämlich den Stränden der Hauptstadt Salrei. Am Anfang des Videos gibt es eine genaue Beschreibung des Reviers und am Ende ein paar Surf- und Inselimpressionen sowie einige Empfehlungen, was die Freizeitgestaltung außerhalb des Wassers angeht. Wie ihr im Intro seht, ist Boa Vista der ideale Spot für Windsurfer, Kiter, Foiler und SUP-Freunde. Da ich nur mit dem Kite unterwegs bin und meine Freundin Anja nur dem Windsurfen nachgeht, ist Salrei genau das Richtige für uns beide. Die Anreise ist zurzeit super. Man kann innerhalb Deutschlands von fast allen größeren Flughäfen mit der TUI die ganze Woche über direkt nach Boa Vista fliegen. Flugzeit 6 Stunden 40. Der Transfer vom Flughafen dauert nur 10 Minuten. Und man kann für kleines Geld einfach vom Flughafen ein Taxi in sein Hotel nehmen. Mehrere Kitestationen sind am Strand verteilt. Die zwei nennenswertesten sind Kite Creole und Blended All Sports, die seit 2019 hier sogar ein zweites Center errichtet haben. Blended All Sports hat auch das meiste und beste Material am Start. Bevor ich jetzt auf dieser Karte detailliert auf die Schulen und das Revier eingehe, noch ein paar grundsätzliche Infos und Daten zu Salrei. Die Kapverden haben über die Wintermonate eine hohe Sonnenausbeute bei durchschnittlich 26 bis 30 Grad. Das Wasser ist schön warm und ich war mit meinem Shorty bestens aufgestellt. Was die Anfängerschulung angeht, ist man hier mit dem BB Talking Bluetooth Headset auf allerneuestem Stand. Durch die 4 Kilometer große Kitefläche und den Bootservice wird hier jeder Einsteiger hohe Lernerfolge erzielen. Für Windsurfer sind diese Einschränkungen nicht relevant. Beim Windsurfen kommen hier alle auf ihre Kosten. Die besten Windmonate in dieser Region sind November bis April. Hier kann man fast täglich bei 5 bis 6 Beaufort Wind und Kitesurfen. Die Windwahrscheinlichkeit liegt hier bei nahezu 90%. Zur Hauptwindzeit ist zum Glück auch die beste Swellzeit in dieser Zone. Um euch den Spot noch anschaulicher zu machen, nehme ich euch jetzt einfach mal mit aufs Wasser und erkläre euch anhand meines Trackings, wie das Revier an welchen Ecken aussieht. Der Bereich vor Blended All Sports ist auch die Anfängerzone. Hier ist das Wasser für einige Meter knietief und man hat keinen Shorebreak. Wie ihr seht, hat hier der Wind einige Löcher, was durch die Häuser im Hinterland entsteht. Das ist aber nur auf den ersten 50 Metern in Ufernähe der Fall. Wir fahren in Richtung Norden und werfen einen Blick auf die einlaufende Welle Liova, die zwischen 2 bis 4 Meter hoch werden kann, aber leider etwas close bricht. Jetzt geht es in Richtung Süden weiter. Wir kreuzen unseren Startpunkt und kommen an der Düne, die zwischen den beiden Kitestationen liegt, vorbei. Hier würde ich nicht zu knapp versuchen, daran vorbeizufahren, da die Abdeckung doch erheblich sein kann. Außerdem ist hier bei gutem Swell die zweite Wellenreit- und SUP-Zone. Nach der Düne hat man dann eine riesige Wasserfläche vor sich. Dort kann man sich durch die Atlantikheit in Ufernähe auf einen super Highspeed oder einen Freestyle-Bereich und Sprüngen für Oldschooler freuen. An manchen Tagen bei gutem Swell kann man auch mal 500 Meter eine Welle abreiten. Jetzt haue ich noch einen Sprung raus und fahre dann an die Station von Kite Creole, um meine Erklärungsfahrt zu beenden. Zum Ende hin gibt es jetzt noch ein paar Worte und Bilder zu den Wellenreit- und SUP-Spots in dieser traumhaften Bucht. In Salrei gibt es 2 unterschiedliche Wellenreit- und SUP-Spots. Der Einsteigerspot ist nur ca. 80 Meter vom Blended All Sports Center 1 aus wunderbar strandnah vor der Düne gelegen. Hier kommt je nach Tide eine knie- bis hüfthohe Welle reingelaufen. Mit etwas Glück kann man diese sogar bis über 1 Kilometer abreiten. Der zweite Spot ist der sogenannte Liova.
Diese Welle kommt schon mal so richtig fett rein und kann sich zwischen 2 und 4 Meter aufbauen. Leider bricht die Welle etwas schneller ein und läuft nicht so lange aus. Aber vom Actionfaktor ist sie super. Salrei ist noch ein übersichtliches Städtchen, was man gut zu Fuß erkunden kann. Anja gefällt der morbide Charme des Stadtzentrums und im Vergleich zur Insel Sal ticken die Uhren hier noch etwas langsamer. Aber das gefällt den meisten im Vergleich, die die beiden Surfinseln kennen. Salrei hat eine ganze Reihe an guten Unterkünften und Restaurants. Am besten, ihr schaut auf den Surf-Reiseseiten im Internet, was die Hotels angeht. Vom Essen her kommt man hier als Fischliebhaber voll auf seine Kosten. Wir haben ca. 7 Restaurants getestet und waren durch die Bank zufrieden. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo oder ein Like da lasst und vor allem einen Kommentar, wenn sich irgendetwas verändert hat, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid.